Erfolgreich Tomaten anzubauen heißt nicht Tomaten pflanzen und dann bis zur Ernte nicht mehr zu machen. Tomaten brauchen Pflege, um lange ertragreich und gesund zu bleiben. Und heute zeige ich euch meine vierschrittige Routine, mit der man auch viele Tomatenpflanzen in kürzester Zeit pflegen kann. Aber bevor man damit anfangen kann, müssen die Pflanzen erstmal stabil stehen. Wie ihr das macht, das ist natürlich eure Entscheidung. Es gibt ja diese Spiralstäbe. Ihr könnt Tomaten an Pflöcken festmachen oder, und so wird es auch im Profibereich gemacht, man leitet Tomaten an Schnüren hoch. Und um euch das zu zeigen, hier mal ein Beispiel. In meinem Folientunnel ist eine Pflanze, die habe ich schon sehr früh gepflanzt und dann gar nichts mehr gemacht und die liegt jetzt schon auf dem Boden. Das ist nicht gut, das fördert Pilzkrankheiten, deshalb muss die jetzt dringend aufgebunden werden. Das ist eine Sorte, die ich zweitriebig ziehe, also zuerst suche ich mir die zwei stärksten und geeignetsten Triebe aus. Das sind die beiden hier, da sind sogar schon kleine Früchte dran und alles andere an Trieben kommt weg. Um den Pflanzen einen sicheren Halt zu geben, müssen sie nun an einer Schnur befestigt werden. Wählt bitte keine zu dünne Schnur oder eine Schnur, die reißen kann, sondern eine dafür geeignete. Die Schnur könnt ihr an einem Draht einfach festknoten und dann runterlassen oder ihr nutzt Tomatenhaken. Das hatten wir auf diesem Kanal ja schon etliche Male gezeigt. Wie der funktioniert und was der für Vorteile hat, da verlinke ich euch mal ein Video. Oder was wir ganz neu haben, sind diese Tomatenspulen. Den Tipp hat mir ein Zuschauer aus Holland gegeben. Die werden da auch im Profibereich eingesetzt, genau wie die Haken. Und er meinte, für so relativ kleine Häuser wären die noch geeigneter. Auch hier ist eine Schnur aufgewickelt, aber man kann es mit einer Hand bedienen, muss es nicht erst abhängen. Und man kann kleinere Stücke Schnur geben und nicht immer hier so eine ganze Bahn. Ich weiß noch nicht, was ich besser mag. Ich probiere die dieses Jahr mal aus. Auf der einen Seite und auf der anderen unsere Tomatenhaken. Wir haben die jetzt neu im Shop. Einmal mit Schnur. Das ist allerdings eine Synthetikschnur. Die ist super reißfest. Kann aber natürlich nicht kompostiert werden. Dafür einige Male verwendet. Aber da ich weiß, einige von euch mögen sowas gar nicht, haben wir die Spulen auch ohne Schnur und ihr könnt euch da einfach eine ausreichend dicke Jute-Schnur oder unsere Tomatenschnur dran wickeln. Die Schnur wird jetzt bis zu den Tomatenpflanzen runtergelassen und mit einem Clip befestigt. Für jeden Trieb einen. Und jetzt werden die Schnüre um die zwei Triebe, für die wir uns entschieden haben, gewickelt und schon steht die Pflanze sicher da und wir können mit unseren Maßnahmen beginnen. Schritt Nummer 1 ist die Kontrolle der Pflanzen. Die entscheidet, ob man die nächsten 3 Schritte machen muss oder irgendeinen davon. Aber darüber hinaus noch viel wichtiger, man kontrolliert andere Sachen. Man schaut, gibt es Probleme? Stimmt die Bewässerung? Haben die Tomaten genügend Wasser? Gibt es ein Problem mit den Nährstoffen? Haben sie zu wenig Nährstoffe? Am Anfang ganz oft zu wenig Stickstoff, dann sind die Blätter sehr blass. Hier kann ich euch das mal zeigen. Ich hatte die Tomaten zu spät gepflanzt, die hatten einen Stickstoffmangel. An der Stelle kann man sehen, der ganze Neuaustrieb sieht wieder gesund aus. Der hat dann den Stickstoff im Boden gefunden und erholt sich. Also hier muss man nichts machen. Es kann aber auch sein, dass die Pflanze extrem ungesund dunkelgrün ist. Dann hat man wahrscheinlich zu viel Dünger gegeben oder zu viel wurde zur selben Zeit freigegeben. Auch da kann man nicht viel machen, ist meistens auch nicht nötig. Wenn es ganz extrem ist, kauft euch aus dem Kleintierbedarf solche Holzspäne für den Hamsterkäfig und mischt so 2 Handvoll in die obersten Zentimeter der Erde. Die ziehen Stickstoff aus dem Boden erstmal raus, binden das und geben das später wieder ab. Aber viel kann man da nicht machen. Dann könnt ihr nach Schädlingen gucken, vor allem im Gewächshaus. Sind da Fraßstellen oder so kleine Kotpunkte drauf, dann ist meistens die Raupe der Gemüseeule zu Werke. Was man da machen kann, man guckt ganz genau und sammelt die grünen Raupen ab. Dann guckt, ob die Bestäubung in Ordnung ist. Im Freiland ist das meistens gar kein Problem. Im Tunnel oder im Gewächshaus kann das schon ein Problem sein, weil da kommt zu wenig Wind durch und auch keine Insekten rein. Ich lasse jetzt zum Beispiel alle Türen offen. Wenn aus den Blüten
keine Früchte werden, dann ist die Bestäubungsrate einfach schlecht. Was ihr machen könnt, am besten vormittags oder morgens mal so ein bisschen an den Tomaten schütteln, dann löst sich der Pollen und die Bestäubungsrate geht wirklich merkbar hoch. Und als letzter Punkt stimmt die Mulchschicht noch. Tomatenmulchen ist super wichtig, gerade wenn ihr nicht mit der Tropfbewässerung, sondern mit der Gießkanne gießt. Die sorgt dafür, dass die Erde nicht aufgewirbelt wird beim Gießen und die Sporen, die da zu 100% eh schon drin sind, irgendwie an die Tomaten kommen und in dem Feuchten und die gehen dann sehr gerne auf. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kommen wir zu den nächsten 3 Punkten. Wenn sich eure Tomatenpflanzen wohlfühlen, wachsen sie relativ schnell. Und damit sie nicht umknicken oder im schlimmsten Fall sogar abbrechen, müsst ihr sie ständig befestigen. Habt ihr so Spiralstäbe, dann wird die Pflanze praktisch immer in die Spirale reingedreht. Habt ihr Pfähle, wird sie festgebunden und bei den Schnüren, da nimmt man die Schnur und wickelt sie immer um den Trieb bzw. um die Triebe. Das muss man nicht machen, wenn die Pflanze jetzt 3, 4, 5 cm gewachsen ist, aber alle 10 cm ein-, zweimal rum ist, glaube ich, ein guter Wert. Und so sitzt die Pflanze dann auch extrem fest und sicher, auch wenn die Schnüre nicht stramm gespannt sind. Da haben einige Angst, aber glaubt mir, das wird auch im Profibereich millionenfach so gemacht und hat sich halt bewährt. Jetzt kommt ein extrem wichtiger Schritt, damit die Kultur luftig bleibt und sich Pilzkrankheiten nicht gut bilden können, und zwar das Ausgeizen. Ihr habt euren Haupttrieb oder eure 2 Haupttriebe, die ihr behalten wollt, und das heißt, alle anderen Geiztriebe werden entfernt. Und Geiztriebe, das sind die Triebe, die sich irgendwo in einer Blattachse bilden, egal ob relativ weit unten oder oben, und die kommen alle weg. Kleine Triebe kann man ganz einfach mit der Hand ausbrechen. Bei größeren Trieben nehmt ihr am besten so eine Schere hier. Der nächste Punkt, das ist Tomatenblätter entfernen. Das muss man wirklich mit Augenmaß machen. Man sollte so wenig Blätter wie möglich entfernen, denn die Pflanze braucht ja ihre Blätter, um Photosynthese betreiben zu können, um sich zu versorgen mit gewissen Nährstoffen. Und ich sag mal, würden wir in einer Welt leben, wo es keine Pilzsporen gäbe, die die Tomaten angreifen, wie die Phytophthora, die Kraut- und Braunfäule, dann würde ich wahrscheinlich so gut wie keine Blätter entfernen. Ich mache das tatsächlich auch sehr selten, aber es gibt nun mal diese Sporen und es ist sehr klar, dass die uns überall hier umgeben und auch vielleicht jetzt schon an der Pflanze sind. Ob die erfolgreich an der Pflanze sind, ja, das hängt zum einen von der Sorte ab, aber zum anderen auch, wie lange die auf einem feuchten Blatt sind. Und das Ziel ist immer, dass die Tomatenblätter auch im Freiland so trocken wie möglich bleiben. Und wenn jetzt ein ganzer Wulst an Blättern hier ist, die sich berühren, die dafür sorgen, dass da kein Wind mehr durchgehen kann, dann sollte man eingreifen. Das ist wirklich eine gute Investition und ein genaues Schema, welche Blätter man wann abschneidet oder auch nur einkürzt, weil einige muss man gar nicht ganz abschneiden. Da habe ich im letzten Jahr mit Gärtner Marcel ein Video gemacht und der erklärt euch das da sehr genau. Das Video verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Aber darüber hinaus, die Blätter, die ich jetzt entferne, das sind die Blätter, die den Boden berühren. Und jetzt die ganz wichtige Frage, wie häufig macht man das? Also den ersten Punkt, den Kontrollblick, das mache ich immer, wenn ich sowieso im Garten bin. Und so ein Blick dauert nicht länger als 1, 2 Sekunden, dann weiß ich direkt, muss man was machen. Ist so ein bisschen Übungssache und irgendwie macht es ja auch Spaß zu sehen, wie seine Pflanzen wachsen und ob man da irgendwas machen muss. Dass ich da wirklich Hand anlegen muss, also eine Schnur um den Trieb wickeln, ausgeizen oder hier und da mal ein Blatt entfernen, im Schnitt sagen wir einmal die Woche und das reicht meistens auch vollkommen aus. Später gibt es dann noch eine super wichtige Aufgabe und das ist Ernten. Und wenn sich das bis jetzt alles so ein bisschen kompliziert angehört hat, glaubt mir, das ist es nicht. Das hat man super schnell drauf und dafür bildet man ja so eine Routine, einfach um massig Zeit zu sparen. Das werdet ihr über Social Media vielleicht schon mal gelesen haben, dass Leute sagen, ich mache gar nichts davon, weder ausgeizen noch Blätter entfernen noch anbinden. Die wachsen bei mir einfach über den Boden. Meine Antwort darauf ist,
probiert es einfach mal und ihr werdet sehen, ob das wirklich so viel besser ist. Ich behaupte, es gibt einen Grund, warum auch Profibetriebe, Gärtnereien die Zeit da rein investieren, diese Tomatenpflege zu machen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr glaubt, man muss nichts machen, dann probiert es mal oder macht mal beides und vergleicht es. Und damit wären wir am Ende dieses Videos. Hat es euch gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt gerne was in die Kommentare, empfehlt diesen Kanal weiter, abonniert ihn und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.